Hallo, liebe dentale Community. Heute mal ganz etwas Spezielles, mal was total anderes. Es freut mich mega, mega, dass wir jetzt über den Atlantik gehen und ganz, ganz weit weg. Und ich glaube, ihr kommt nicht drauf, wo Ralf, der jetzt gerade auf seinem Boot, das ist ja ein Katamaran, wenn ich das richtig im Kopf habe, sitzt, wo der genau ist. Also wir könnten ja fast ein Quiz machen. Wo ist Ralf? Genau. Aber Ralf wird es uns gleich selber sagen und dann reden wir mal ein bisschen über unsere Projekte und was so in der Welt, in der Dentalwelt alles läuft. Also Ralf, So, guten Morgen. Ich bin auf Galapagos. wow. Über den Atlantik und ein bisschen Pazifik. Ein bisschen vom Pazifik, also nur 1000 Meilen, die ich mit Frank gesegelt bin, von Panama nach Galapagos. Und jetzt fängt eigentlich der Pazifik an. Aber du gehst dann von Galapagos wieder nach oben, Panama und dann wieder Äh, oder was machst du jetzt? Nein, von Galapagos gehe ich dann auf die Marquesas, French Polynesia, also französische Polynesien, dann die ganzen Atolle im Pazifik, Richtung Neuseeland, Australien, Richtung Norden Indonesien, Japan, dann wieder zurück nach Süden, Indische Ozean und dann weiter. Für dieses Jahr ist eigentlich Australien geplant. Also Ende des Jahres sollen wir dann wirklich die ganzen Pazifik-Südinseln besucht haben und dann sollen wir wirklich Neuseeland, Australien zu Ende des Jahres ankommen. Wow, das ist ja unglaublich, das ist ja unglaublich. Also Ralf, und das Coole ist ja, was du mir gesagt hast, das ist ja dein neuer offizieller Wohnsitz. Also du bist Boat People. Du bist ja mit deiner Frau unterwegs, nehme ich an, und der Ja, ganzen Familie, oder? die Kinder sind auch dabei, klar. Wow, das ist ja Ja. cool. Boat People, also das heißt, du hast mir mal erklärt, wie das funktioniert. Was ist dein offizieller Wohnsitz? Keiner. Nein, keiner. Mein offizieller Wohnsitz ist Boot. Also Wo du bist quasi ein moderner Nomade, oder in Europa sind ja die Zigeuner, die genau, in ihren Wohnwagen rumreisen. genau. Wow, das ist ja mega cool. Das ist Das ja ist mega, mega, mega cool. einer der Strände einer der schönsten Strände eigentlich, die ich gesehen habe die Insel heißt San Cristobal und, es ist eine Kombination zwischen schwarzen Vulkansteinen und weißer Sand, was ist u untypisch, weil weißer Sand ist typisch für Korallinsel. Hier ist eine Kombination und Vulkaninsel. Und es ist einer der schönsten Strände, die wir wirklich besucht haben oder gesehen haben, weil es ist wild, es sind Robben, die da schwimmen, das Wasser ist kristallklar, die Natur ist wirklich unberührt und es ist schon sehr, sehr, sehr speziell. Mega. Mega. Du speziell. machst uns ja schon schön neidisch, aber da lass lass uns mal über das Geschäft reden, also die Zahnmedizin. Ich sehe ja immer ein bisschen, in der WhatsApp-Gruppe, dass du sehr umtriebig bist mit dem Smilefy. Vielleicht ganz kurz, erklärt, Smilefy, vielleicht für die, die das nicht wissen. Wir kennen uns ja schon einige Jahre über Frank, unseren gemeinsamen Freund, Frank Schäfter, der bei mir war, und erinnere mich noch ganz genau, als er mir gesagt hat: „Du, ich kenne da so 'n Typ, der macht jetzt eine Software, da irgendwie mit Zähnen etwas.“ Und dann waren wir ja in Kontakt, dann bist du bei mir in der Praxis gewesen. Damals warst du ja mit der Henriette Lehrer in Kontakt zum Thema Smile Design und so weiter. Dann habe ich ja dich auch in Kontakt gebracht mit dem Christian Coachman, dem du sehr viel geholfen hast. Nachher haben sich ja eure Wege wieder getrennt und Alpha ist jetzt dein Baby, an dem du natürlich auch auf dem Boot arbeiten kannst. Das ist ja dein großer Vorteil. Wir mit einer Zahnarztpraxis, ich kann ja nicht alle meine Patienten mit aufs Boot nehmen. Du kannst einen Computer aufs Boot nehmen, und Smile Design und alle diese Tools und alle diese Sachen, die du machst, die sind ja unabhängig von Ort, Zeit und Raum, fast, fast schon gesagt. Aber gib uns doch mal ein kurzes Update. Ich habe gesehen, dass deine Vision oder dein Ziel ist ja, diese Software weiter auszubauen und also möglichst viele Informationen in diese Software reinzupacken.
Also nicht nur einfach Fotos, sondern Videos, Conebeam-CTs, Ja. STL-Dateien, you name it. Also, wie sieht jetzt die Timeline aus? Was ist deine Vision für Smile So, wir haben 2016, glaube ich, angefangen. Henriette Lerner hatte die großen Konferenzen in Baden-Baden und ich habe ihr geholfen, Vorträge aufnehmen und Videoplattformen aufzubauen und mit der ganzen Technik von den Konferenzen. Und dann am Abendessen haben wir noch gesprochen und dann hat sie gesagt, es gibt keine gute digitale Tools und es ist sehr schwierig zu planen, weil wir haben nicht genug Informationen oder eine Art und Weise, wie wir die Informationen mit dem Labor teilen und Smile Design und so weiter. Und dann hat sie mir ein PowerPoint gezeigt von Nizan Bichacho. Er hatte dort eine Struktur aufgebaut, welche Informationen man braucht. Damals war Foto und dann die Formen von den Zähnen und es waren die 4 Kategorien: phlegmatisch, freundlich, arrogant und ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hatte damals in der Schweiz gearbeitet und ich war zuständig für die ganzen 20-Minuten-Apps und Zürcher Zeitung auf iPhones und alles. Und dann dachte ich, komm, ich schaue mir das an und ich versuche etwas zu entwickeln, was alles vereinfacht. Was ich dann auch gemacht habe, und du erinnerst dich an den ersten 2D-Smile-Design-Versuch, an die erste Version der App. Nur, dass ich dann Automationen und Gesichtsanalyse in die App gebracht habe und das war viel, viel mehr ähm, automatisiert als mit dem Keynote oder mit dem PowerPoint. Und nachdem wir dann das irgendwie sehr automatisiert haben und aufgebaut haben und wir haben schon die Lippe erkannt, also wir mussten nicht mehr die Lippe markieren, sondern die Lippe wurde erkannt und die Gesichtsproportionen wurden erkannt. Und wir konnten dann die Zähne viel schneller berechnen und von einer Stunde Smile Design, 2 Smile Design wurde alles auf 15 Minuten reduziert. Haben wir dann ja, diese App weiterentwickelt, bis wir dann bei IDS, das sind äh, inzwischen 9 Jahre her, Christian die App gezeigt, Christian Coachman. Und dann hat er gesagt, wow, das ist cool, wir könnten das DSD-Protokoll integrieren und dann könnten wir das weitermachen. Dann haben wir eine Partnerschaft abgeschlossen zwischen 2017 und 2021, in dem ich diese 2D-App entwickelt habe. Die Version war auf iPad und wir haben dieses 2D-Design entwickelt. Während der Pandemie, wie wir in unserem Haus eingeschlossen wurden, habe ich angefangen zu recherchieren. Und wollte natürlich die App viel weiterbringen und ich wollte dann diese 2D, 3D-Transformation bringen und ich habe angefangen zu entwickeln und ich habe sehr, sehr, sehr viele eigentlich technische Berechnungen gemacht und ich bin zum Ergebnis gekommen, 2D, 3D, das funktioniert nie. Das funktioniert nie, das ist alles ein Traum. Am Ende ist das, was wir bekommen als Planung, so unterschiedlich von dem eigentlichen 2D-Design, dass es eigentlich gar keinen Wert hat, dass man sich mit dem 2D-Design auseinandersetzt und irgendwie plant und misst und stundenlang rummacht, weil es funktioniert alles nicht. Und das eigentliche Design oder das eigentliche Ergebnis komplett unterschiedlich ausschaut. Habe ich angefangen zu messen. Ich habe eine Präsentation erstellt und habe dann Markus Platz die Berechnungen und die Präsentation gezeigt. Und er sagte, Ralf, du hast recht. Das ist auch eine Studie, die wir vor 10 Jahren gemacht haben, mit einem Mathematiker aus Basel. Und wir sind zum gleichen Ergebnis gekommen. Es ist unmöglich, ein 2D, 3D-Design zu übersetzen. Habe ich dann weiter recherchiert und ich habe hier ein schönes Beispiel eigentlich, sehr visuell.
Das Ganze mit dem Smile Design oder worauf es basiert war Jan Haitos Fotos und die Formen der Zähne. Und Jan Haito ist immer noch Standard für Exocad und für alle Zahnformen. Nur die Fotos von Jan Haitos sind perfekt. Der Patient ist wirklich in der perfekten frontalen Position, die Zähne dann manuell zu wachsen, war aus einem analogen, perfekten Konzept. Nur wenn wir jetzt einen Patient haben, wie zum Beispiel, wir erstellen die Formen der Zähne basierend auf dieses Foto von Jan Haito, was die perfekte Position hat zur Kamera. Dann erstellen wir eine Okklusalkurve basierend auf diesen Abdruck. Zum Beispiel dieser Zentralzahn, den wir hier haben, enthält in seiner Form auch die Rotation zur Kamera. Mesial-Distal-Rotation. Das heißt, diese Form würde funktionieren nur, wenn unser Patient Nummer 1 in der perfekten frontalen Position zur Kamera stehen würde, was zu 95% der Fälle nicht der Fall ist, und die Zentralzahnrotation hätte genau die gleiche Rotation wie Jan Haitos Foto. Ansonsten haben wir zum Beispiel einen Patient, der nach unten schaut, also wir haben eine Neigung nach unten. Die Rotation des Zentralzahns durch die Oberkiefergröße ist anstelle von, sagen wir hier, 12 Grad, ist 9 Grad oder 8 Grad. Und wir machen drauf eigentlich die falsche Form. Weil in dem Moment, wo wir ein 3D-Objekt rotieren, so wie hier, diese Outline verändert sich. Das heißt, bei 35 Grad ein Eckzahn und 45 Grad, diese Form, diese Outline, die wir benutzt haben, hat sich verändert. Es repräsentiert, es visualisiert eigentlich ein falsches Bild vom Zahn. Und anstelle von irgendwas zu designen, was falsch ist, und dann versuchen mit 3D zu biegen, habe ich gedacht, ich muss das 2D-Design so schnell machen, dass es wirklich mit dem Patienten in 1 Minute geht, alles automatisiert. Und man zeigt dem Patienten dieses Foto und man stellt die wichtigste Frage in der Digitalmedizin. Siehst du die Vorteile einer ästhetischen Behandlung? Das ist die Frage und nicht, das wird ein Smile sein, weil das wird nicht ein Smile sein. Wir haben ein Foto, siehst du die Vorteile einer ästhetischen Behandlung? Der Patient sagt ja, dann gehen wir zu 3D-Plan. Und dann haben wir Intraoral-Scans, da wissen wir genau, welche Rotation jeder Zahn zur Front haben muss, basierend auf die Okklusalkurve. Dann haben wir das DVT-File, wo wir ganz genau wissen, ist es eine Kronenverlängerung nötig? Wie weit können wir mit dem Design gehen? Wo ist biologische Breite? Und ab da haben wir alle Informationen, das Design perfekt zu erstellen. Und dieses Design, das wir dann haben, ist genau das, was der Patient bekommt. Aber es ist eine spannende Geschichte, dass du eigentlich jetzt mir sagst, mit Fotos alleine kann man kein korrektes digitales Smile-Design machen. Das ist ja die Kernaussage. Also wir brauchen wirklich 3D-Information, ein 3D-Design zu machen. Und dafür ist es hier ganz interessant, die Messung, die wir immer auf Fotos gemacht haben. Wenn das ein Zentralzahn ist und er ist in der frontalen Position zur Kamera, die Höhe des Zentralzahns oder das, was wir sehen, ist von hier nach da. Also von der Gingivalmargins bis zu der Inzisallinie. Und das ist eine gerade Linie. Die rote Linie ist gerade zur Kamera und die messen wir. Die eigentliche Länge des Zahns ist von der Gingivalmargins zu Inzisallinie aber geneigt. Auf Fotos können wir nur die rote Linie messen. Wenn man aber den Zahn misst, auch auf dem Modell, bekommt man einen verschiedenen Wert.
diese Messung ist komplett verschieden. Das heißt, diese 2 Linien, wenn wir auf Fotos messen, sind sie falsch. Vor allem, dass auch wenn wir eine Referenz fotografieren, so wie damals, oh, wir fotografieren eine Referenz irgendwo im Gesicht und dann messen wir. Ja, aber wenn wir dann messen Zentralzahn und zum Beispiel Backzahn, das ist so ein Unterschied, weil der Backzahn ist nach hinten. Und das heißt, oh, wir bekommen aber 0,3 Millimeter Unterschied, nicht so viel. 0,3 Millimeter Unterschied ist nicht so viel in Zahnmedizin. Ich denke schon. Und dann habe ich gedacht, wieso machen wir nicht alles in 3D? Vereinfachen wir 3D, vereinfachen wir die Planung, automatisieren wir die Kalibrierung zwischen Intraoralscan und CBCT und DVT-File, eventuell Facial Scan, wenn Facial Scan vorhanden ist. Eine kleine Zwischenfrage. Beim Facial Scan hast du dann eigentlich ja die gleichen Probleme wie beim Foto, oder? Aber wir messen nichts am Facial Scan. Wir Ne, ja, messen, aber ich sage jetzt mal ja, jetzt grundsätzlich, wenn jemand sagt, weißt du, weil es gibt jetzt neue Firmen, die sagen, Facial Scan, zack, peng, brauchst kein Foto mehr, du hast alles, der macht dir gleich das Smile-Design aus diesem Facial Scan. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, und das ist eine ganz spannende Geschichte und ganz wichtige Information, ohne wirkliche 3D-Informationen kann man nicht zuverlässig planen. Man kann etwas machen, man kann sich ein Mockup machen, dann macht man das in den Mund rein und dann schleift man dran rum. Also, ja, dann kannst du sagen, weißt du was, dann hättest du gleich einfach nur ein Zahntechniker sagen können, mach mir mal irgendetwas, ich stecke das in den Mund rein. Und ich meine, das war so die Galip-Gürel-Strategie, dass er dann vor dem Patienten sitzt und dann mit dem Disk dann eigentlich noch modelliert hat und mit dem Patienten zusammen die Einprobe, Korrekturen, also eigentlich das 3D-Design dann im Mund, also ja, analog dann gemacht hat. Also das ist dann, funktioniert schon. Aber dann braucht es das ganze Digitale vorher gar nicht. ja. Aber jetzt verstehe ich auch ein bisschen oder viele draußen, denke ich, da verstehen viel mehr, was es wirklich bedeutet, 3D zu designen. Es ist, und das ist eigentlich meine große Vision. 3D ist schon sehr automatisiert. Also wenn man ein bisschen trainiert ist, man kann wirklich ein Mockup, ein Waxup innerhalb von 3 bis 5 Minuten designen und es ist fertig. Man kann es printen und dann haben wir ein Mockup für den Patienten. Also jetzt aber vielleicht mal ganz kurz dann für alle nochmal, also dann, wie ist jetzt der Workflow, wenn ich den Patienten bei mir habe? Also der Patient wird motiviert mit dem 2D-Design. 1 Minute siehst du die Vorteile einer ästhetischen Behandlung. Ja. Wollen wir weitermachen mit einem Mockup? Ja. Es wird gescannt. Das Foto haben wir schon. Und mit dem Foto habe ich auch eine Version eigentlich auf iPhone von Smalfy gemacht und mit einer AI-Kamera. Das heißt, die Kamera vom iPhone misst immer die Position des Gesichtes und sobald das Gesicht frontal zur Kamera ist, macht es das Foto. Das heißt, ich muss nicht mehr den Moment suchen und fotografieren, sondern die Kamera fotografiert nicht, wenn ich mit dem Telefon das Gesicht bewege. In dem Moment, wo die Kamera perfekt frontal zum Gesicht ist, macht die Kamera macht das Foto und dann haben wir das richtige Foto und das korrekte Foto. Dann haben wir zumindest einen guten Start. Dann machen wir natürlich den Intraoral-Scan. Wäre besser für die Behandlungsplanung und Analyse auch ein DVT-File dann gleich zu importieren, weil in sehr vielen Fällen, also in bestimmt 90% der Fälle oder sogar noch mehr, wäre eine kleine Orthokorrektur auch noch ganz wichtig, zumindest für die Funktion aber dann haben wir alle Informationen. Dann weiß ich, wenn ich Design mache, wäre eine Gingivektomie hilfreich, eine Kronenverlängerung hilfreich, könnten wir die Zähne ein bisschen korrigieren, bevor man die Veneers drauf macht oder die Kronen. Wie sehen die Axialwinkel aus, wenn ich die Krone mache? Und die ganzen Informationen habe ich automatisch da. Also ich muss nichts machen, nur alle Files reinmachen und dann den digitalen Patienten öffnen. Und dann habe ich einen digitalen Avatar mit allen Informationen. Und dann kann ich auch visuell sofort prüfen und natürlich lässt sich auch mit der App prüfen,
Und man sieht dann die Axialwinkel der Zähne und das Design und der Patientenzähne und die Wurzeln. Und wenn man bewegt, weiß man, oh, ich gehe aus dem Knochen raus oder ich gehe aus dem Knochen nicht raus. Und wir haben alle Informationen da. Dann kann man diese ganzen Informationen mit den Spezialisten teilen und sagen, zu meinem Orthospezialist oder Chirurg oder also Techniker und vielleicht der Chirurg, der die Implantate macht. Schaut mal, hier ist der Case, hier sind alle Files. Schaut mal nach, das ist das Design. Können wir dieses Design erreichen? Und wie vor allem? Inzwischen, seit 2011, als wir gestartet haben, haben wir die Mac-Version auch entwickelt, weil dann hast du riesige Bildschirme, kannst du die ganzen Informationen aufteilen und dann kann man designen. Was jetzt ganz wichtig ist für die Smile-Designer, aber auch für die Leute, die Behandlungsplanung machen, das ist das, was wir eigentlich zu jedem Smile-Design brauchen. Und das wird alles automatisch erstellt. Das heißt, das, was eigentlich schwierig war am Anfang, all diese Files zu kalibrieren, zu überlappen, das geht alles automatisch. Und wenn ich dann diese digitalen Patienten habe, und ich zeige dem Patienten, zum Beispiel dieses Mädchen wollte neue Inzisalkanten. Oh, ich möchte neue Inzisalkanten, Länge, meine Zähne sind zu kurz. Mir gefällt wo ist sie? Ach, hier. Meine Zähne sind zu kurz, mir gefallen die Kanten nicht, ich will größere Zähne haben, das und jenes. Und es sind sehr viele Fälle, wo dann auch sie längere Zähne bekommt. Wir sehen das auf Social Media. Sie bekommen längere Zähne und sie ist trotzdem unzufrieden, weil es funktioniert gar nicht. Und wenn man dann designt und sagt, okay, ich kann hier die Inzisalkanten korrigieren, aber bei dir gibt es ein anderes Problem. Und zwar, das ist das Design, was wir mit Inzisalkanten, und das ist das Design, was wir dir anbieten können mit Kronenverlängerung. Und diese Kronenverlängerung ist nicht irgendwie designt wie auf 2D, basierend auf einem Traum, sondern diese Kronenverlängerung ist basiert auf, wie viel biologische Weite haben wir hier? Wo ist Soft Tissue? Wo ist das Zahnfleisch? Wie weit können wir nach oben gehen? Wo ist der Knochen und so weiter? Und dann kann ich ihr eine Behandlungsplanung anbieten, was ideal ist. Und dann haben wir, und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, und das ist etwas, was eigentlich wir, glaube ich, Pioniere sind in diesem Bereich. Wir haben die Smile-Analyse automatisch integriert. Das heißt, du weißt, wo diese Zenith-Analysis ist. Also du weißt, wie weit eigentlich im Original, im Ist-Zustand des Patienten, wo sind die Zenitpunkte des Gingiva für Zentralzähne, Lateralzähne, äh, Eckzähne. Und dann kann man dem Patienten erklären, schau mal, 16,5, 16. Also diese zwei Linien von den Zentralzähnen sind fast gleich. Wir sehen aber sehr viele Fälle, wo der Patient eine gingivale Rezession hat und dann bekommt er so einen großen Eckzahn als Vinier. Und dann diese zwei Linien würden 16 und 20 sein. Und dann ist das für den Designer, für den Zahnarzt, für den Techniker ein Alarmzeichen. Oh, ich will, dass diese Dreiecke fast gleich sind. Symmetrisch, parallel. Wir sind am Navigieren, also ich muss noch ein bisschen nach vorne schauen. Ich habe da eine Frage, die ich dir Ja. schon ein paar Mal gestellt habe. Wie weit bist du oder seid ihr jetzt, dass man diese Informationen in eine zum Beispiel Cerex-Software übertragen kann? Also man kann alles exportieren, komplett alles exportieren an STL-Files. Also jedes Ja. System, das STL-Files importieren kann, bekommt alle Projekte einfach als offenes Projekt. Cool. Und Also ich habe mich jetzt ja eine Zeit lang nicht mehr so mit dieser ganzen Geschichte auseinandergesetzt, weil ich mich mehr auf meine ganzen Videoaktivitäten Ja. und Fotoaktivitäten konzentriert habe. Meine Cerec mache ich weiterhin, aber das ist so ein bisschen, ich mache viele Dinge aus der Gewohnheit heraus, mit dem Patienten gleich vor mir, also diese Ja. Chairside Dentistry. Aber wenn ich das mir anschaue und wo ihr jetzt seid oder wo du jetzt bist mit dem ganzen Projekt,
dann denke ich, da muss ich schon wieder mal ein bisschen mich Ja, damit auseinandersetzen, weil das ja, hilft schon sehr. Also da bin ich überzeugt, dass das auch erfahrenen CEREC-Anwendern oder Chairside-Zahnärzten, die sagen, ja, okay, ich habe kein Problem, ich weiß, ich ja, spüre das ein bisschen, ich habe das im Gefühl, so wie der Implantologie, der 1000 Implantate im Jahr setzt, der sagt, ja, komm, geh mir weg mit der Navigation. Ich fühle den Knochen, ich weiß ganz genau, wo ich die Schraube hinsetzen muss. Aber das gibt schon noch so ein bisschen 'n extra Touch und vor allem auch in der Kommunikation mit dem Patienten und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ich habe immer mehr Leute, die mich explizit fragen: „Wie sieht das aus? Was kann man machen?“ Und solche Tools helfen dem, ich sage es mal, normalen Zahnarzt, mhm, der ästhetisch engagiert ist, der motiviert ist, doch sehr stark eine interdisziplinäre Behandlungsplanung zu starten und dann, wie du sagst, das mit Spezialisten auch teilen zu können. Wie funktioniert das Teilen von Fällen? ganz einfach. Man hat eine Patientenliste und dann sagt man, Team up mit Alessandro. Und dann bekommst du auf deinem Das heißt, wir müssen beide die App haben und dann können ja, wir die Fälle teilen, wie früher. Also wie das genau. früher schon war, Ja, dass ich sehr sagen so. kann: „Okay, ich möchte den Fall möchte ich Genau. mit Ralf teilen“ Ja, und dann kannst du den dann in deiner App aufmachen. genau, genau. Und, Cool. was ganz interessant ist, ja, also, was haben wir in diese Plattform alles zusammengefügt? Weil ich glaube, das ist das ganz wichtige, ähm, Aspekt. Smile Design ist eine Sache, dann haben wir Ortho, das ist ein anderes Tool, dann haben wir, Kronenverlängerung, das ist ein anderes Tool. Wenn man aber alles zusammenfügt in einem Tool mit verschiedenen Workflows, aber mit einem Tool und dann habe ich als Beispiel die Patientin hier, die will ein, die will ein, neues Smile-Design haben und ich habe hier mein Smile-Design. Ich habe mein DVT-File segmentiert automatisch und ich weiß, deine Zähne sind nicht in der richtigen Position. Also man sieht hier die Originalzähne, wie sie sind. Wenn mir eine Position nicht gefällt, ich klicke drauf, ich korrigiere die Position und das ist dann meine Ausgangsposition fürs Maldesign, dann sehe ich den Unterschied und kann dem Patienten erklären, schau mal, deine Frontalzähne von Eckzahn zu Eckzahn, sogar die Prämolaren, sind komplett verdreht. Also wir müssen die erstmal korrigieren, so, und dann kann ich dir mein Smile Design anbieten. Ein Smile Design, das ideal zu deinem Gesicht geplant ist, ohne die Limitierung von deiner Originalposition der Zähne. Weil Smile Design wird immer limitiert durch die Originalposition der Zähne und die Limitierung. Und man kann jetzt nicht mehr so wie vor, weiß ich nicht, vor 10 Jahren, 20 Jahren einfach die Zähne tot präparieren und nur noch solche Stümpfe lassen und sagen, ja, ja, ich mache die jetzt Kronen drauf und sieht super aus. Und das sieht man ja immer noch auf Social Media gibt's das immer noch, dass man die Ja, Zähne ja. zu Tode schleift. Eine Frage, die mir noch auf der Zunge liegt, das Thema Funktion. Ich meine, du stellst die Zähne auf. Wie ist die Funktion in dieses Tool eingebaut? Also, noch Funktion haben wir eine einfachere Lösung jetzt, wo man die Position der Zähne analysiert und zeigt, ob die Zähne sich überlappen mit Heatmaps. Also man zeigt, oh, die Zähne überlappen sich oder die crashen aufeinander und das ist nicht die richtige Position. Dann kann man das korrigieren mit diesem Mesh-Editor oder mit Liquify, indem man dann die Zähne in die richtige Position bringt und schaut, dass die Kontaktpunkte dann auch richtig sind. Wir arbeiten aber daran, mit Zirkonzahn die ganzen Projekte zu verlinken und dann, bevor man in Zirkonzahn die Veneers oder die Kronen schleift, geht das ganze Projekt mit einem Knopfdruck in den Artikulator und dann wird alles geprüft. Ähm, wir haben Mojo auch integriert. Wir müssen auch diesen SDI-Matrix integrieren und dann, worauf wir arbeiten eigentlich, ist an eine auch automatische Anpassung der Funktion. Weil Funktion ist wirklich so ein breites Thema und ohne funktioniert nicht. Die Zähne sehen wunderschön aus, aber der Patient kann nicht beißen.
mit Funktion sind wir noch dran und wir haben jetzt 2 große Projekte dieses Jahr, die auf dem Tisch sind. Komplette Orthoplanung, Airways, ganz wichtig. Alles automatisiert, alles in einem sehr einfachen Workflow und dann die Funktion. Diese zwei Sachen kommen, automatische Funktion. Wir haben vieles automatisiert, wie zum Beispiel die Interproximal, das haben wir schon automatisiert. Also die App scannt die Interproximalkontakte und dann hat man hier einen Knopf korrekt und es wird alles korrigiert und die Kontakte werden dann entsprechend angepasst. Also man muss nichts mehr manuell machen. Und der Unterschied zu anderen Plattformen ist, also wenn die Zähne sich überlappen, wir schneiden nicht die Zähne, also wir machen nicht einen geraden Schnitt, sondern wir umformen eigentlich den Mesh, so dass es ästhetisch noch ausschaut und die Interproximalkontakte hat. Und das funktioniert für Interproximalkontakte und die Oberkiefer-Unterkieferkontakte. Das ist alles automatisch. Aber wir können natürlich viel weiter gehen und das ist eigentlich das, was wir machen wollen, dass es wirklich automatisiert ist, weil dann haben wir, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wir haben die ästhetischen Studien von 40 Jahren alles automatisiert und eingebaut. Das heißt, niemand muss mehr studieren und so, oh, welche Ratio, welche Formen, welche Proportionen, das und jenes. Es ist alles automatisiert. Du drückst auf einen Knopf und sagst, zeig mir Golden Proportion, zeig mir Preston Proportion, zeig mir Red Proportion und dann sehe ich den Unterschied im Gesicht mit einem Knopfdruck. Das heißt, die Zähne passen sich an und dann sage ich, aha, das gefällt mir besser oder der Patient sagt, das gefällt mir. Nehmen wir das. Okay. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir bieten eigentlich den jüngeren Zahnärzten Zugriff zu Wissen und zu Erfahrungen durch Automation, sodass sie nicht mehr aus Fehlern lernen, weil deren Fehlern sind Patienten mit schlechter Funktion, schlechte Zähne, schlechtes Design. Und es sind manche Designs auf Social Media. Es ist einfach nur erschreckend. Es tut mir leid. Also wenn man vor allem die Zähne irgendwie noch im Mund Design macht und so, es ist einfach erschreckend. Das kann man Patienten nicht antun. Diese Leute auch ohne Erfahrung, also wenn ich keine Erfahrung habe und in ästhetischen Bereich tätig sein will und mit dem Patienten designen will und ich habe jetzt, will mein Zahntechniker das abgeben und sagen, okay, das ist Design. Man hat viel mehr Qualität durch Technologie. Ich kann eigentlich besser werden durch Technologie. Ich biete meinen Patienten dann bessere Designs, bessere Behandlungsplanungen und so weiter. Das heißt, ich muss nicht mehr dann die vielen Fälle machen, um zu lernen. Was ist das Abo-Modell? Also ich glaube, es ist ein Abonnement, das man lösen kann. Ja, das ist eine jährliche Lizenz von $1.699. Tausende Fälle, alles frei. Die ganzen Exports, alles frei. Also man kann von Anfang an alles exportieren. STLs, Designs, Kronen, alles, was man in der App produziert, kann man exportieren, frei. Tausendfach. Und alle Updates und neue Funktionen sind auch inklusive. Das heißt, wenn wir eine neue Funktion haben, wie diese Heatmaps zum Beispiel, wo wir sagen, okay, ich will jetzt Veneers in Zirconia designen, dann schalte ich Heatmaps, sage ich, 0,4 mm ist die mindeste Dicke und dann die App zeigt das, dann kann ich mein Design korrigieren auf 0,4 mm und all diese Funktionen sind dann inklusive in diesem Abo, ja. Also das heißt, nochmal repetieren, also $1.699 pro Jahr. Das läuft auf iOS, Mac, also Mac. Und Auf sogar Windows läuft noch nicht. noch nicht, nein. Aber sogar auf iPhone läuft es. Also man kann designen 3D auf iPhone. Wow, das ist wirklich cool. Also Und das ist man eine kann ganz alles coole teilen Geschichte. natürlich. Mit allen Spezialisten kann man teilen und dann, das kann man dann entsprechend machen. Hier habe ich auch noch eine ganz tolle Studie, weil das ist auch ein sehr, sehr, sehr interessanter Fall. Smile Design geht nicht ohne Gesicht. Ob es Foto ist oder Facial Scan, es geht nicht ohne Gesicht. Also, wenn man nur das Modell anschaut,
man nimmt das Modell und sagt, okay, mein Design ist da, sie will keine Gingivectomy, aber ich kann die Form der Zähne korrigieren, ist okay. Im Gesicht sieht es so aus. Der ganze Smile ist verkantet. Ja, unglaublich. Dann muss ich Ja. alles korrigieren im Gesicht, dann ist es im Gesicht korrekt, aber auf dem Modell verkantet. Also die Zeit ohne Foto und ohne Facial Scan und ohne das sollte längst vorbei sein. Und wenn nicht, dann müssen wir dazu sorgen, dass es vorbei wird, und zwar schnell. Weil man kann Ja, deshalb mache ich ja jetzt, dass ich einen Fotokurs bei mir in der Praxis aufnehme und den free for everybody. ja, Weißt du, weil ich finde, es ist schade, wow, das ist euer Boot. ja, das ist mein Board. Wow, Jetzt ist es ein bisschen cool. anders, weil ich habe noch hier hinten habe ich noch so riesige Solarpanels angebaut Ah und ja, ja, ich wollte energieunabhängig sein. Das heißt, im Normalfall kann ich Energie mit dem Generator erstellen, aber der verbraucht Diesel. Wenn ich jetzt 3 Wochen nach Polynesien segle über den Pazifik, ich habe nicht so viel Diesel dabei. Dann muss ich Energie mit Solar produzieren. Dann habe ich Klimaanlage, dann habe ich Internet, dann habe ich all das, alles über Solar und dann bin ich off-grid. Also ich bin nicht abhängig von Inseln und Diesel das und ist irgendwas. das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Muss meine Lizenz wieder hervorgraben, die habe ich irgendwo noch. Weil du hast mich wirklich wieder, also ich verfolge, was du auf der WhatsApp-Gruppe teilst, wirklich immer, also sehr aufmerksam. Aber zuschauen, wie es funktioniert, ist eine andere Geschichte, wie wirklich auch selber wieder mal 1:1. Und ich Ja, habe da ein paar Patienten, bei denen ich das auf jeden ja, Fall lass uns machen. ausprobieren werde wieder Ja, lass und uns machen. dir mein Feedback auch geben werde Ja, und versuche dann natürlich auch diese Kombination mit Cerec, mit meinem Zahntechniker zusammen. Weil das läuft dann bei Cerec läuft's meistens dann über die Laborsoftware, wo man besser mit verschiedenen Files arbeiten kann als in der reinen Chairside-Software. Die ist ein bisschen limitiert, mhm. was das angeht, leider noch. Da hoffen wir, dass da mehr kommt, weil es scheint einfach, dass immer noch viele Zahnärzte gar nicht gerne Chairside arbeiten. Also, weißt du, Frontzähne restaurieren. Mhm. Die Cerec-Maschine kann das alles, aber viele haben Angst davor, Frontzähne zu machen, Mhm. eben weil sie sagen: „Ja, wenn ich da irgendwie anfange zu schleifen, dann bin ich irgendwo verloren Ja, und weiß nicht mehr, wo ich bin." mhm. Und diese Hilfestellung, die wäre schon cool. Also, vor allem dann natürlich über Mockups zu arbeiten, die man dann einsetzen kann und Ja, präparieren kann et cetera, aus ja, Präparationshilfen auch. genau. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich da Ja, ist super cool. das ist eigentlich das wichtigste Workflow, was Galib Gurel, in die minimal invasive, Veneers, Welt gebracht hat. Die Präparation, also wir haben ein Idealdesign Entschuldigung, ein Design, das ideal ist am Patient und der Mockup wird in den Mund vom Patienten dann, drauf gemacht und durch dieses Mockup wird präpariert und nur so viel Platz gemacht für den Veneer oder für die Krone, wie es nötig ist. Und natürlich auch, abhängig vom Material. Das heißt, ich habe jetzt ein Idealdesign und ich sehe, Bereiche, die präpariert werden müssen. Also, die Zähne des Patienten gehen aus dem Design raus. Es wird erstmal alles präpariert bis zum Design und dann mit dem tiefen Schneider wird nur so viel präpariert, wie ich fürs Material benötige. Das heißt, wenn ich jetzt Composite Layers habe und ich will mehrere, Composite Layers machen, dann muss ich nicht 0,4 präparieren. Wenn ich Zirconia habe, dann präpariere ich 0,4. Aber ich bleibe immer in diesem minimalinvasiven Bereich. Und dann kann man wirklich nicht viel falsch machen, weil es ist so ein Workflow, das Schritt für Schritt die Qualitätskontrolle sichert und dann zum nächsten Schritt für die. Natürlich sind es von der Digitalplanung bis zu wirklich dem Veneers im Mund können noch 1000 Sachen passieren, wie man präpariert, wie die äh, Margins, also wie die Präparationskanten ausschauen,
wie der Techniker dann die Kanten schleift und präpariert und die Veneers vorbereitet und so weiter. Aber in unserem digitalen Bereich, wir versuchen so weit zu gehen, wie es nur geht, wirklich an alle die beste Qualität anbieten zu können, ohne dass man dann, weißt du, die Erfahrung von 20 Jahren harte Arbeit hinter sich hat. Die Zahnmedizin weiterbringst, eigentlich als Nicht-Zahnarzt. Das finde ich eine ganz coole Geschichte. Dass jemand, der mit Zahnmedizin eigentlich gar nichts am Hut hat, eher von der Patientenseite kommt, sich für die Zahnmedizin so einsetzt. Also wirklich Chapeau, also Hut ab. Vielleicht eine letzte Frage. Bist du zufrieden mit der Zahl der Abonnenten oder müssen wir da ein bisschen Promotion machen, dass mehr Leute diese App auch wirklich nutzen und verstehen, dass das eine extrem gute Investition Ja. in die Zukunft ist? Also, da würde ich mache da gerne ein bisschen Werbung für dich, weil du hast mich wieder mal, also jedes Mal, wenn ich mit dir rede, fühle ich mich inspiriert, also, Ja. und denke wieder, also Ja, lass uns also einfach da diesen muss man schon, machen dann. ja, also da muss Übrigens, man, ja, das finde ich super. Du hast eine sehr, sehr gute, also ich erinnere mich noch an unser erstes Treffen bei mir in der Praxis. Du warst schon damals ein Wasserfall ja, und hast da alles, deine Visionen auf den Tisch gelegt und, ich finde das wirklich mega, mega, mega cool, Ralf. Also, danke, dass du Teil der dentalen Community geworden bist und, ich wünsche euch natürlich jetzt eine tolle und vor allem wie heißt so schön, immer eine Handvoll Wasser unter dem Kiel. Ich hoffe, dass das Wetter, auch stimmt. Also, ich kann auf dem Pazifik kann's ja auch ein bisschen stürmisch werden, oder wie ist das so? die Erfahrung, die wir bis jetzt gemacht haben auf dem Pazifik, ist, der Pazifik ist viel ruhiger als der Atlantik. Die Wellen Okay. sind nicht so kurz und steil, also die Periode der Wellen ist viel länger. Wenn wir Mhm. sagen wir haben 2 Meter hohe Wellen, aber wenn diese Wellen eine Periode von 12 Sekunden haben, dann ist es einfach so. Du Ja, surfst ja. auf der Wellen. Wenn sie kurz sind, dann ist es unangenehm. Und bis jetzt die Erfahrung ist, dass die, Wellen sind viel, viel besser. Der Pazifik ist viel ruhiger als der Atlantik. Also, in der Karibik hatten wir innerhalb von, wir sind jetzt genau 2 Jahre unterwegs im März und wir haben, 1 Jahr und 8 Monate in der Karibik verbracht. Also, wir haben jede Karibikinsel besucht. Wir haben, fast jedes Land aus Zentralamerika besucht. Wir haben Insel nach Insel nach Insel besucht, und uns alles angeschaut. Also von den Menschen, von der Kultur, vom Essen, von der Natur, alles angeschaut. Und das ist etwas, was ich unbedingt mit dir teilen will. Ähm, Es sind sehr viele Warnungen. Oh, geht nicht dorthin, geht nicht nach Mexiko, geht nicht nach Puerto Rico, geht nicht nach was weiß ich, oh, ist alles gefährlich, die Welt ist schlecht. Nein, die Welt ist nicht schlecht, es ist nicht gefährlich, es ist alles Quatsch. Wenn man sich benimmt wie ein anständiger Mensch und es ist nirgends gefährlich. Also wir waren 4 Monate in Mexiko. Wir haben alles besucht. Wir waren in Mexico City. Wir haben die ganzen Yucatan-Peninsula, die ganze Yucatan-Peninsula, äh, Pyramide für Pyramide und Dschungel für Dschungel und alles uns angeschaut. Und es war nicht einmal ein Problem. Wir waren in Puerto Rico, was, oh mein Gott, Puerto Rico ist so gefährlich, müsste das super vorsichtig sein. Nein, Puerto Rico ist eine wunderschöne Insel. Die Menschen sind unglaublich freundlich und Musik und alles passt. Nirgends ist gefährlich. Wenn man sich wie ein normaler Mensch benimmt und nicht in irgendwelchen Ecken Drogen sucht, dann ist es nicht gefährlich. Wenn, dann ist es genauso gefährlich in New York, Chicago, LA, Zürich, Berlin, egal wo. Die Welt ist so viel besser, als sie uns präsentiert wird. Und die Menschen sind so viel besser, als sie uns präsentiert werden, überall in den Medien und so weiter. Wir haben eine unglaubliche Zeit gehabt, überall. Fantastische Menschen getroffen und es ist wirklich ähm, etwas, was man aus einer anderen Perspektive, die Welt muss man eigentlich aus einer anderen Perspektive anschauen und verstehen und nicht das, was einem dargestellt wird.
Ja, und es scheint dich ja auch zu inspirieren in deiner Arbeit, diese Reise mit deiner Familie. Ich finde das wirklich mega cool. Also, Ralf, also ich wünsche euch von Herzen eine gute Reise, Dankeschön. eine schöne Zeit und wir bleiben ja über Genau. die Satelliten miteinander in Kontakt. Genau. Also, herzlichen Dank für Danke, alles danke und vielmals. wir bleiben in Kontakt.